Lektion 1: Reisetipps für Europa. Ich finde Ihre Bestätigung beruhigend, da ich nächstes Jahr nach Europa reisen möchte. Irgendwelche Empfehlungen? Auf jeden Fall. Europa ist reich an Kultur und Geschichte. Sie haben eine Fülle von Möglichkeiten zur Auswahl. Besonders interessiert mich das Kennenlernen der lokalen Traditionen und Küchen. Sie müssen unbedingt das lokale Streetfood probieren. Es bietet oft einen authentischen Eindruck der jeweiligen Kultur. Sie sagen Streetfood. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, die besten lokalen Anbieter zu finden. Darüber hinaus kann es ein wunderbares Erlebnis sein, in die örtlichen Feste einzutauchen. Festivals. Das klingt aufregend. Welche sollte ich mir deiner Meinung nach ansehen? Jedes Land hat seine eigenen Feste, aber verpassen Sie nicht das Oktoberfest in Deutschland, wenn Sie können. Oktoberfest? Das wäre sicherlich ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 2: Tischetikette. Man würde jemanden nicht mit Hi, du ansprechen, sondern es gibt einige Tischmanieren zu beachten. Ganz genau. Die richtige Etikette kann das kulinarische Erlebnis deutlich verbessern. Welche besonderen Umgangsformen sind Ihrer Meinung nach beim Essen unbedingt zu beachten? Zuallererst sollte man immer mit geschlossenem Mund kauen. Das ist ein Zeichen des Respekts. Das ist eine Grundregel. Wie sieht es mit der Verwendung von Besteck aus? Die Verwendung der Utensilien hängt von der jeweiligen Küche ab, aber im Allgemeinen sollte man sie mit Anmut verwenden. Anmutige Handhabung, ja. Ich habe beobachtet, dass viele Leute diese Details übersehen. In der Tat, einfache Gesten wie Bitte und Danke können einen großen Unterschied machen. Es sind oft die kleinen Dinge, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Lektion 3: Die leuchtende Stadt. Eine leuchtende Stadt ist vielleicht eine Metapher für Hoffnung und Chancen, ähnlich wie die Präsidenten aus dem Portikus des Weißen Hauses. Das ist ein tiefgründiger Vergleich. Das Weiße Haus symbolisiert Führung und die Ideale der Demokratie. Genau, es ist für viele ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ähnlich einer leuchtenden Stadt auf einem Hügel. Solche Bilder wecken ein Gefühl der Sehnsucht und des Strebens nach Größe. Das stimmt. Die Vision einer strahlenden Stadt kann Menschen dazu inspirieren, in ihrem eigenen Leben nach Spitzenleistungen zu streben. Es ist faszinierend, wie Architektur so starke Ideale und Emotionen verkörpern kann. Tatsächlich erzählen Gebäude oft Geschichten aus der Zeit, in der sie errichtet wurden. Und sie können auch die Bestrebungen derer widerspiegeln, die sie bewohnen. Ich finde es ermutigend, dass jede Generation zum Erbe solcher Orte beitragen kann. Lektion 4: Die Elemente der Welt. Ich muss gestehen, dass die verschiedenen Elemente der Welt mich manchmal zu überwältigen drohen. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie alles miteinander verbunden und gleichzeitig chaotisch zu sein scheint. Genau. Es ist, als wären wir alle Teil eines großen Experiments, dessen Ausgang ungewiss ist. Ungewissheit trägt dazu bei, das Leben interessant zu halten, nicht wahr? Das ist sicherlich der Fall, obwohl ich ab und zu ein wenig Vorhersehbarkeit bevorzuge. Mit diesem Gefühl sind Sie nicht allein. Zu viel Chaos kann zu Stress führen.
Stress ist der Feind der Kreativität, wie man sagt. Und doch gedeiht Kreativität oft in chaotischen Umgebungen. Es stimmt, vielleicht brauchen wir beide Elemente, um wirklich zu gedeihen. Lektion 5: Zimmernummernabfrage. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, muss aber unsere Unterlagen überprüfen. Könnten Sie mir bitte Ihre Zimmernummer mitteilen? Natürlich ist es Zimmer 402. Ich hoffe, das vereinfacht den Vorgang für Sie. Vielen Dank für diese Informationen. Sie werden mir tatsächlich dabei helfen, Ihre Daten schnell zu finden. Ich schätze Ihre Effizienz. Es ist immer erfrischend, jemandem zu begegnen, der Zeit schätzt. Ich stimme zu, Zeit ist eine wertvolle Ressource, die wir nicht verschwenden sollten. Apropos Zeit, ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie die Zeit vergeht, wenn Sie Spaß haben? Auf jeden Fall. Wenn man einer angenehmen Aktivität nachgeht, hat man oft das Gefühl, die Zeit stehe still. Vielleicht sollten wir mehr lustige Aktivitäten planen, um unsere Zeit besser zu nutzen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin immer offen für neue Abenteuer. Lektion 6: Souvenir-Shopping. Ich hoffe, ich kann etwas Cooles für meine Freunde zu Hause finden. Das ist immer eine reizvolle Herausforderung. Die Auswahl des perfekten Souvenirs kann sehr viel Spaß machen. Ja, ich möchte etwas, das diesen Ort und seine Kultur wirklich repräsentiert. Es ist wunderbar, ein Stück Ihrer Reisen mit Ihren Lieben zu teilen. Welche Art von Artikeln wäre Ihrer Meinung nach geeignet? Vielleicht etwas Handgemachtes, der es eine einzigartige Geschichte in sich trägt. Das ist eine großartige Idee. Handgefertigte Gegenstände spiegeln oft das Herz einer Gemeinschaft wider. Genau, und sie unterstützen auch lokale Handwerker, was ein Bonus ist. Ich hätte ein gutes Gefühl, wenn ich beim Einkaufen einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft leisten würde. Lektion 7: Zukünftige Diskussionen. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle genannten tollen Orte zu erkunden. Lassen Sie uns morgen weiter darüber sprechen. Ich stimme zu, es gibt so viele spannende Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Ich bin der Meinung, dass wir durch vorausschauende Planung das Beste aus unseren Erlebnissen machen können. Auf jeden Fall, und es wird uns dabei helfen, unsere Zeitpläne effektiv zu koordinieren. Vielleicht können wir eine Liste mit Orten erstellen, die wir besuchen möchten. Das ist eine hervorragende Idee. Eine Liste stellt sicher, dass wir nichts vergessen. Ich werde mein Notizbuch mitbringen. Ich finde, dass mir das Aufschreiben von Dingen hilft, mich zu erinnern. Ich werde meine Lieblingsstifte mitbringen. Eine bunte Liste ist immer ansprechender. Wie sollen wir unsere Ziele priorisieren? Lektion 8: Hingabe an das Leben. Das Leben auf dieser Welt ist wirklich bemerkenswert. Widmen wir uns ihm. Tatsächlich gibt es in unserem Leben so viel zu schätzen und zu ehren. Ich denke Es ist oft über die wichtig, Schönheit sich einen nach, die Moment uns Zeit zu umgibt. nehmen, um innezuhalten und diese Schönheit anzuerkennen. Wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um für unser Land und unsere Lieben zu beten? Das klingt nach einer bedeutungsvollen Geste, schaden kann es sicher nicht. In Zeiten der Unsicherheit können Hoffnung und Positivität unsere Stimmung heben. Auf jeden Fall, und das Teilen dieser Gefühle kann unsere Bindungen stärken.
Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle im selben Boot sitzen und die Herausforderungen des Lebens meistern. Lektion 9: Lebensmittelbezeichnung. Ich habe für die verschiedenen Speisen auf der Veranstaltung spezielle Bereiche eingerichtet. Das ist ein fantastischer Ansatz. Er trägt dazu bei, ein besser organisiertes Erlebnis zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kategorisierung von Lebensmitteln den Genuss einer Mahlzeit steigert. Auf jeden Fall, und es verhindert das Chaos, das durch die Mischung von Aromen entsteht, die sich nicht ergänzen. Genau, so können Gäste ganz einfach finden, was sie bevorzugen. Haben Sie darüber nachgedacht, jeden Abschnitt zur besseren Übersicht zu beschriften? Das ist ein brillanter Vorschlag. Klare Beschriftungen werden sicherlich allen helfen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen bei der Beschriftung behilflich sein. Das würde ich sehr begrüßen, denn Teamarbeit führt immer zu besseren Ergebnissen. Lektion 10: Kulinarische Abenteuer. Die Liebe mit ihren reichen Aromen hat mich schon immer zu meinen kulinarischen Abenteuern inspiriert. Das ist ein wunderbares Gefühl. Essen verbindet uns mit unseren Emotionen. Ich wollte schon immer Moussaka probieren. Es scheint ein Gericht voller Geschichte zu sein. Sie haben recht. Moussaka ist ein Klassiker und variiert von Region zu Region. Ich glaube, dass das Ausprobieren verschiedener Variationen eine kulinarische Reise für sich sein wird. Syluf. Jede Bissen erzählt die Geschichte seiner Herkunft. Ich werde mir zum Ziel setzen, für mein nächstes Treffen Moussaka zuzubereiten. Das ist eine hervorragende Idee. Ihre Freunde werden die Mühe sicherlich zu schätzen wissen. Ich hoffe, dass Ihnen die Erfahrung genauso viel Spaß macht, wie ich es erwarte. Lektion 11: Datumsrückblick. Ja, hallo, wie war dein Date gestern Abend? Es war unglaublich. Wir gingen in ein nettes kleines Restaurant, von dem ich gehört hatte. Das klingt wunderbar. Was hattest du besonders gemacht? Das Ambiente war herrlich und das Essen war absolut köstlich. Ich kann mir das Erlebnis nur vorstellen. Gutes Essen wertet ein Date immer auf. In der Tat. Wir haben Geschichten ausgetauscht und gelacht, was es noch angenehmer gemacht hat. Das klingt nach dem perfekten Rezept für einen unvergesslichen Abend. Das war es wirklich. Ich habe eine echte Verbindung gespürt, was immer erfrischend ist. Es ist wunderbar zu hören, dass Sie so eine positive Erfahrung gemacht haben. Lektion 12: Wettbewerbsgeist. Der Konkurrent war jedoch ziemlich beeindruckend. Hanlon war auch für seine Anziehungskraft auf die Zuschauer bekannt. Es ist faszinierend, wie Charisma die Präsenz einer Person bei Wettbewerben steigern kann. Tatsächlich scheinen sowohl Können als auch Charme eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, ein Publikum für sich zu gewinnen. Ich glaube, dass die Interaktion mit den Zuschauern genauso wichtig sein kann wie der Wettkampf selbst. Absolut. Es schafft eine Verbindung, die das Gesamterlebnis verbessern kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum manche Sportler zu Legenden werden. Sie erobern nicht nur Titel, sondern auch die Herzen. Genau. Die Kombination aus Talent und Persönlichkeit ist stark. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie ein Publikum fesseln würden? Ich glaube, ich will Geschichten und Humor teilen, um das Erlebnis angenehm zu machen.
Lektion 13. Wertvolle Erinnerungen. Sie sind manchmal alles, was uns mit vergangenen Tagen verbindet. Ich erinnere mich an die guten Zeiten. Nostalgie kann uns das Herz erwärmen, nicht wahr? Das ist sicherlich der Fall. Das Nachdenken über schöne Erinnerungen kann unglaublich tröstlich sein. Ich ertappe mich oft dabei, an die Abenteuer meiner Kindheit zu denken. Diese unschuldigen Zeiten waren voller Freude und Einfachheit. Ja, und sie erinnern uns oft daran, was im Leben wirklich zählt. Es ist wichtig, diese Momente festzuhalten, denn sie prägen uns. Ich stimme zu, sie dienen als Erinnerung an unser Wachstum und unsere Widerstandsfähigkeit. Möchten Sie eine Ihrer schönsten Erinnerungen teilen? Lektion 14. Geschenke der Natur. Ich habe es immer geschätzt, dass die Natur uns mit wunderschönen Pflanzen versorgt, die nicht nur erschwinglich, sondern auch pflegeleicht sind. Besuch. Ich finde, dass Pflanzen die Atmosphäre eines Raums wirklich verbessern können. Haben Sie Lieblingsgeschäfte für den Kauf solcher Pflanzen? Ja, ich besuche oft eine Gärtnerei in meiner Nähe, die auf verschiedene Zimmerpflanzen spezialisiert ist. Das klingt wunderbar. Ich stöbere gerne an solchen Orten und entdecke neue Ergänzungen für mein Zuhause. Es ist jedes Mal, als würde man sich auf ein kleines Abenteuer begeben. Man weiß nie, was man finden könnte. Genau. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen kleinen Indoorgarten anzulegen? Ich habe darüber nachgedacht und bin überzeugt, dass es ein wunderbares Projekt wäre. Vielleicht können wir gemeinsam die Gärtnerei besuchen und ein paar Ideen sammeln. Lektion 15. Reiseplanung. Es ist Zeit, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Zuerst müssen wir uns über die Daten einigen. Ja, das ist entscheidend. Ich schlage vor, wir berücksichtigen unsere Zeitpläne, um den günstigsten Zeitpunkt zu finden. Guter Punkt. Es wäre ratsam, mögliche Konflikte zu vermeiden. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen Blick auf den Kalender werfen und schauen, was für uns beide am besten passt? Ich denke, das wäre sehr hilfreich. Ich bevorzuge es, alles im Voraus zu organisieren. Ich hoffe, durch frühzeitige Planung können Sie Last-Minute-Stress vermeiden und für einen reibungsloseren Ablauf sorgen. Haben Sie konkrete Termine im Sinn, die Sie vorschlagen möchten? Ich habe an die erste Woche des nächsten Monats gedacht. Es könnte eine schöne Zeit zum Reisen sein. Das klingt vielversprechend. Lassen Sie uns das auf unsere Liste setzen und sehen, ob es mit unseren anderen Verpflichtungen übereinstimmt. Lektion 16. Klugkacken. Bei der Vorbereitung unserer Reise ist es ratsam, leicht zu packen, um zusätzliche Gepäckgebühren zu vermeiden. Das stimmt. Zu viel Gepäck kann ziemlich unbequem sein. Darüber hinaus können wir durch Reisen außerhalb der Hochsaisonzeit und Geld sparen. Das ist eine hervorragende Strategie. Weniger Menschenmassen bedeuten ein angenehmeres Erlebnis. Genau, wir können die Gegend erkunden, ohne uns gehetzt oder überfordert zu fühlen. Ich schätze Ihren praktischen Ansatz zum Reisen. Dadurch macht die Reiseplanung viel mehr Spaß. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass eine sorgfältige Vorbereitung unsere Abenteuer deutlich verbessern kann. Ich stimme voll und ganz zu.
Sollen wir eine Checkliste für unser Packen erstellen? Ja, das hilft sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Lektion 17. Pläne anpassen. Normalerweise folge ich einem Programm, das ich online gefunden habe, nehme aber Anpassungen basierend auf meinen persönlichen Vorlieben vor. Das ist ein kluger Ansatz. Individuelle Pläne können zu einem erfüllenderen Erlebnis führen. Genau, so kann ich das integrieren, was für mich am besten funktioniert und gleichzeitig von einem strukturierten Plan profitieren. Haben Sie bestimmte Programme gefunden, die Ihnen besonders viel Spaß machen? Ja, ich habe einige entdeckt, die sich auf Gleichgewicht und Flexibilität konzentrieren, was ich sehr ansprechend finde. Das klingt wunderbar. Ein auf Ihren Lebensstil zugeschnittenes Programm kann den entscheidenden Unterschied machen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, einen Plan zu erstellen, der nachhaltig und angenehm ist. Wären Sie bereit, mir Ihr Lieblingsprogramm mitzuteilen? Auf jeden Fall. Ich würde gerne Tipps und Tricks weitergeben, die bei mir funktioniert haben. Lektion 18. Historische Herausforderungen. Ein Pelzhändler namens Jesse Schisholm erlebte ein ziemliches Abenteuer, als er Indianerstämme, die Badlands und andere Probleme überquerte. In der Tat, seine Reise muss voller Herausforderungen und faszinierender Begegnungen gewesen sein. Ich kann mir nur vorstellen, welche Geschichten er auf seinen Reisen gesammelt haben muss. Diese Erfahrungen hätten ihm unschätzbare Einblicke in die Kulturen verschafft, mit denen er in Berührung kam. Ja, die Navigation durch verschiedene Gebiete würde nicht nur Mut, sondern auch große diplomatische Fähigkeiten erfordern. Es ist bemerkenswert, wie historische Persönlichkeiten die Wege geprägt haben, die wir heute beschreiten. Auf jeden Fall. Wenn wir etwas über ihre Reisen erfahren, kann uns das zu unseren eigenen Abenteuern inspirieren. Ich würde gerne mehr über Jesse Chisholm und seine Erfahrungen lesen. Suchen wir ein Buch oder eine Dokumentation über sein Leben. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Lektion 19. Kommunikationserfolg. Glücklicherweise hatte ich während meiner Reise keine Kommunikationsprobleme. Das ist fantastisch. Klare Kommunikation kann über Erfolg oder Misserfolg einer Reise entscheiden. In der Tat. Wie fanden Sie die lokale Küche, als Sie dort waren? Ich war angenehm überrascht. Die Aromen waren lebendig und wirklich repräsentativ für die Kultur. Das klingt köstlich. Haben Sie besondere Gerichte probiert, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Ja, es gab eine lokale Spezialität, die ich noch nie zuvor probiert hatte, und sie war absolut köstlich. Ich liebe es, auf Reisen neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Es erweitert meinen kulinarischen Horizont. Klar, Essen ist eine wunderbare Möglichkeit, eine Verbindung zu einem Ort und seinen Menschen aufzubauen. Vielleicht können wir bei unserer nächsten Reise ein kulinarisches Abenteuer planen. Lektion 20. Unterkünfte buchen. Das ist sinnvoll. Sollte ich alle meine Unterkünfte im Voraus buchen? Ja, das würde ich Ihnen zur Beruhigung empfehlen. So haben Sie bei Ihrer Ankunft eine Unterkunft. Ich stimme zu. Es kann ziemlich stressig sein, in letzter Minute nach einer Unterkunft zu suchen. Außerdem haben Sie bei einer Buchung im Voraus oft mehr Auswahl und bessere Preise. Das ist ein berechtigtes Argument. Ich würde meine Unterkunft lieber schon vor Reisebeginn sichern.
Ja, so können Sie sich ganz auf Ihre Reise konzentrieren, ohne sich unnötige Sorgen machen zu müssen. Was halten Sie davon, nach einer einzigartigen Unterkunft zu suchen, beispielsweise in einem örtlichen Gästehaus zu übernachten? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es würde ein authentischeres Erlebnis bieten. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten. Lassen Sie uns gemeinsam mit der Forschung beginnen. Lektion 21 Bioleben. Ja, ich finde es wichtig, in meinem täglichen Leben Bioprodukte zu verwenden. Das ist eine wunderbare Wahl. Bioprodukte tragen oft zu besserer Gesundheit und Wohlbefinden bei. Ich stimme zu. Sie sind frei von schädlichen Chemikalien und Pestiziden, was für mich unerlässlich ist. Darüber hinaus trägt die Unterstützung des ökologischen Landbaus zur Förderung nachhaltiger Praktiken bei. Genau. Ich glaube, dass unsere Entscheidungen einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben können. Haben Sie seit der Umstellung wesentliche Änderungen bemerkt? Ja, ich fühle mich insgesamt energiegeladener und gesünder. Das ist fantastisch. Ich würde auch gerne mehr Bioprodukte in mein Leben integrieren. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen einige Tipps geben, wo Sie gute Bioprodukte finden. Lektion 22 Denim Shopping. Ja, Sie können es bei Denim Paradiese versuchen. Dort gibt es eine Vielzahl an hochtaillierten Modellen. Das klingt perfekt. Ich war auf der Suche nach stylischen High-Waist-Jeans. Die Auswahl ist riesig und auch die Qualität ist hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Für mich hat die Suche nach hochwertiger Kleidung immer Priorität. Sie werden wahrscheinlich etwas finden, das zu Ihrem Stil passt und perfekt passt. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Gibt es verschiedene Waschungen? Ja, das tun Sie. Sie haben eine große Auswahl. Das freut mich zu hören. Ich freue mich auf meinen Einkaufsbummel. Ich freue mich für Sie. Sie werden bestimmt etwas Tolles finden. Lektion 23 Morgenroutinen. Früher ging es mir genauso. Die Morgen waren für mich ein ständiger Kampf. Wirklich, was hat sich für Sie geändert? Ich habe angefangen, meinen Wecker 15 Minuten früher zu stellen und das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Das ist eine brillante Idee. Sie gibt mir gerade genug Zeit, um meine Gedanken zu sammeln. Genau. Diese paar zusätzlichen Minuten können Ihnen helfen, den Tag positiv zu beginnen. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Wie nutzen Sie diese zusätzlichen 15 Minuten? Normalerweise verbringe ich sie damit, Kaffee zu schlürfen und einen ruhigen Moment zu genießen. Das klingt wunderbar. Ein friedlicher Start kann den Ton für den ganzen Tag angeben. Das stimmt wirklich. Außerdem kann ich so dem morgendlichen Stress entgehen. Lektion 24 Vorbetriebskontrolle. Ich muss bald in die Klinik, um meinen Blutdruck überprüfen zu lassen. Das klingt wichtig. Sie stellen sicher, dass Sie für Ihre Operation bereit sind. Ja, ich möchte vor dem Eingriff sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Es ist immer besser, gut vorbereitet zu sein, insbesondere bei einem so wichtigen Eingriff wie einer Operation. Absolut.
Ich habe versucht, ruhig und konzentriert zu bleiben. Das ist ein toller Ansatz. Positiv zu bleiben kann wirklich helfen, Ängste zu lindern. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Haben Sie schon einmal etwas Ähnliches durchmachen müssen? Ja, ich hatte vor ein paar Jahren eine kleine Operation. Die Voruntersuchungen waren sehr gründlich. Das kann ich mir vorstellen. Ich fühle mich beruhigter, wenn ich weiß, dass Sie solche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Lektion 25: Belohnung lehren. Ich habe nicht viele Schüler, nicht so viele wie früher. Das kann eine Herausforderung sein, aber es klingt, als ob Sie es trotzdem sehr lohnend finden. Ja, in der Tat. Die wenigen Schüler, die ich jetzt habe, sind engagiert und lernbegierig. Das ist wunderbar. Qualität ist oft wichtiger als Quantität. Genau. Es macht mir Spaß, sinnvolle Verbindungen zu ihnen aufzubauen. Diese Verbindungen können das Lernerlebnis erheblich verbessern. Ich bemühe mich, jede Unterrichtsstunde spannend zu gestalten, auch wenn die Klassengröße kleiner ist. Das ist ein lobenswerter Ansatz. Wie halten Sie Ihren Unterricht interessant? Ich baue verschiedene Aktivitäten und Diskussionen ein, um sie einzubeziehen und bei der Stange zu halten. Lektion 26: Kaufentscheidungen. Ich bin nicht sicher, wo ich meine neuen Kleider kaufen soll. Ich verstehe, ich war auch noch in keinem Geschäft. Vielleicht können wir gemeinsam einige Optionen erkunden. Das klingt nach einem Plan. Gemeinsam einkaufen macht immer mehr Spaß. Auf jeden Fall. Außerdem können wir uns gegenseitig beraten, was am besten aussieht. Ich finde die Idee super. Haben Sie bestimmte Stile im Sinn? Ich suche etwas Lässiges und dennoch Stillvolles für den Alltag. Perfekt. Ich denke, wir werden viele tolle Optionen finden. Machen wir einen Tag daraus und sehen wir, was wir entdecken können. Lektion 27: Jobsuche. In letzter Zeit habe ich nach einem neuen Job gesucht. Wie aufregend. Ich hoffe, Sie finden etwas, das gut zu Ihnen passt. Vielen Dank. Und Sie? Suchen Sie auch nach neuen Möglichkeiten? Ja, ich denke auch über eine Veränderung nach. Es scheint für uns beide der richtige Zeitpunkt zu sein. Das tut es auf jeden Fall. Welche Art von Job hoffen Sie zu finden? Ich suche etwas, das meinen Fähigkeiten und Leidenschaften entspricht. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, dass Sie Spaß an dem haben, was Sie tun. Syluf, ich glaube, dass Leidenschaft zu großem Erfolg führen kann. Lassen Sie uns bei der Jobsuche gegenseitig motivieren. Lektion 28: Harits Reise. Dies bot Neuankömmlingen eine Unterkunft und Herbert unternahm etwa 11 Reisen von Kanada aus. Das ist bemerkenswert. Es muss eine ziemliche Reise für Sie gewesen sein. Ja, sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Menschen Sicherheit fanden. Es ist inspirierend, solche Akte der Tapferkeit und Güte im Laufe der Geschichte zu sehen. Genau, Menschen wie sie haben das Leben anderer wirklich verändert.
Ich frage mich, welchen Herausforderungen sie während ihrer Reisen gegenüberstand. Ich kann mir die Strapazen nur vorstellen, aber ihre Entschlossenheit muss unerschütterlich gewesen sein. In der Tat, Geschichten wie ihre erinnern uns an die Kraft von Mitgefühl und Widerstandsfähigkeit. Es ist wichtig, sich an diejenigen zu erinnern und sie zu ehren, die anderen den Weg geebnet haben. Lektion 29 Abekauf. Ich nehme bitte 4 rote Äpfel. Vervier bitte. Das macht $2. Vielen Dank. Die sehen köstlich und frisch aus. Das sind sie auf jeden Fall. Ich genieße immer einen guten Apfel. Haben Sie eine Lieblingsapfelsorte? Ich bevorzuge eher Fuliäpfel. Sie sind süß und knackig. Gute Wahl. Ich mag Granny Smith wegen ihrer Säure. Die eignen sich auch hervorragend zum Backen. In der Tat, eine vielseitige Frucht, die auf viele Arten genossen werden kann. Lektion 30 Berufliche Entwicklung. Auf jeden Fall. Ich werde im Vorstellungsgespräch auch nach beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten fragen. Das ist ein kluger Schachzug. Es zeigt, dass sie sich für Wachstum einsetzen. Ja, ich glaube an die kontinuierliche Verbesserung meiner Fähigkeiten und Kenntnisse. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die ihre Entwicklung proaktiv vorantreiben. Genau, es zeugt von einer starken Arbeitsmoral und Hingabe. Haben Sie über bestimmte Bereiche nachgedacht, die Sie weiterentwickeln möchten? Besonders daran interessiert bin ich, meine Führungskompetenzen zu verbessern. Das ist in jedem Beruf ein wertvolles Gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anfragen. Vielen Dank. Ich freue mich über Ihre Unterstützung und Ermutigung.